Habe ich das schon gesagt, dass ich das hasse, wenn wir zu spät kommen? Ja. Ja. Also generell, ja. Ja. Heute zum ersten Mal. Das war's. Awesome People-Konferenz in München. Habt ihr gut hergefunden? Bis heute erst nach München gekommen, ja, ne? Heute Morgen aus Madrid. Wir hatten ein bisschen Probleme herzufinden, aber alles gut. Alles super geklappt. Jetzt sind wir hier. Wie viele Leute habt ihr da? Knapp 100 tatsächlich. Wow. Fahrstuhl, Treppe, was ist euch lieber? Ganz oben Fahrstuhl. Wenn wir reinkommen, ist direkt rechts die Bühne. Wir müssen trotzdem einmal direkt dran vorbei, weil rechts der Raum ist. Okay. Und das geht da hier in der Location nicht anders. Also wir gehen einfach direkt einmal rechts rüber. Aber wir stören nicht oder so? Nach dem Interview wäre es wichtig, dass wir dann nochmal schnell kurz hier rein, dann würden wir so einen kurzen Take aufnehmen. Da geht es letztendlich darum, dass wir dir auch eine Landingpage bauen würden, also eine individuelle für unsere Online-Konferenz hinten raus. Und da wäre es halt wichtig, dass wir hier so einen kurzen Take aufnehmen. Da brief ich dich nochmal kurz vorher, was dann da gesagt werden soll, dass du auf dieser Landingpage deine Community sozusagen selbst begrüßt und nicht durch Robert begrüßt werden. Das machen wir dann kurz nach dem Interview, machen dann noch die kurzen Fotos, erst mit Robert, dann vielleicht noch mit der Community, wenn du dafür noch vielleicht noch 15 Minuten Zeit hast. Ich habe Zeit, Super. ich laufe nicht weg. Aber du könntest auch einen Stream machen, das fände ich auch gut, wenn du das machen. Schaffst du beides? Ja. Aber Instagram, dann Instagram-Stream, ne? Ja, hier hinter. Klar. So, beug mich ein bisschen nach vorne, sonst habe ich so viel Puder am Hemd. Mein Highlight des Tages. Ach, echt? Und das ist jetzt die Botschaft für Laura. Laura pudert mich ja bei einer Vertriebsoffensive 5-mal am Tag. Aber sie hat jetzt gerade gesagt, das ist ihr Highlight des Tages, dass sie mich heute pudern durfte. So, also, Laura, eigentlich müsstest du noch Geld für den Job zahlen, oder? Komm Das letzte ist von der Vertriebsoffensive in Hamburg. Da war es ein bisschen voller. Ich habe eine Stunde angestanden, aber das Ja, war's Hammer. wert, muss ich sagen. Hammer, cool. Marketingoffensive sehen wir uns jetzt auch. Jetzt am Wochenende. Cool, Extra noch in München. Wird schön. geil. Mit unserer Leidenschaft müssen wir eins lernen, und zwar es gut zu verkaufen. Und ich hatte die Ehre, schon bei der Talentschmiede von ihm bei einem Coaching quasi ein bisschen gecoacht zu werden, und es hat mir wirklich die Augen geöffnet. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf das Interview heute hier mit Dirk Reuter. Einen großen Applaus! So, dann lauft jetzt rein. Danke euch. Dankeschön. Einmal für dich. Dirk, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich hier bin und ich habe ein bisschen Husten und Schnupfen, werdet ihr später aber mitbekommen. Ansonsten geht's mir gut. Ja, bei Männern ist das was Schlimmes. Ich bin da keine Ausnahme. Dirk, was bedeutet für dich verkaufen? Meine Ziele erreichen. Andere Menschen überzeugen, andere Menschen motivieren, anderen Menschen helfen. Das ist alles Verkaufen für mich. Wie war da deine Reise zum Thema Verkaufen? War das Ich dachte, wir setzen uns. Ja, ich dachte, ich mache so einen kleinen Opener und Okay, dann kommt gut. Rob dazu, weil der, Okay. der stellt noch. Oh, wir könnten aber auch Wir aufs auch- Sofa. wir können eigentlich auch, Ja, oder? guck mal. Okay, alles klar. Laura. Meine Geschichte als Verkäufer ist, ich war Leistungssportler, Triathlet. Okay. Jetzt am Wochenende war ja der Ironman auf Hawaii, also vielleicht habt ihr das mitbekommen. Und ich war immer von meinen Sachen, die ich da hatte, total begeistert. Ich habe dann Sportartikel als erstes verkauft. Ne? Fahrräder, Helme, Brillen, Pulsmesser, Scheibenräder, Neoprenanzüge, alles, was ich selber im Wettkampf und im Training genutzt habe. Und was ich gemacht habe, war jetzt irgendwie keine Technik, sondern ich habe den Leuten einfach erzählt, welche Erfahrungen ich mit den Produkten gemacht habe. Ja, Und ja. ich war von den Produkten total überzeugt. Ich war kommunikativ, ich war sympathisch und deswegen haben die Leute gekauft, nicht weil ich verkaufen konnte. Also das, was ich heute kann, ist auf einer Skala 1 bis 10. Heute stehe ich, sage ich mal, auf 12. Und damals war ich bei 0,5. Also es war, die Leute haben gekauft, weil ich ein netter Kerl war und weil ich gerade da war. Super, super spannend. Vor allen Dingen dieses Leute kaufen, also Menschen kaufen von Menschen. Und halt einfach so dieses sympathisch weiterempfehlen und von seinen eigenen Erfahrungen einfach zu erzählen, ohne etwas draufdrücken zu wollen, ist, glaube ich, da einfach super, super wichtig. Also wie du schon sagst. Also das ist ja das Draufdrücken, das kannst du einmal machen. Ja. Und das ist auch nicht mehr die aktuelle Zeit, weil durchs Internet ist alles so transparent.
wenn jemand drückt, wenn ein Unternehmen drückt, eine Organisation, ein Verkäufer, dann kannst du das spätestens in ein paar Stunden im Internet wieder lesen. Und das kannst du vielleicht ein halbes Jahr machen oder ein Jahr und dann bist du verbrannt. Dann ist das Unternehmen verbrannt, dann ist der Verkäufer verbrannt. Ja. Und deswegen, das geht in der heutigen Zeit nicht mehr. Das waren die 70er, 80er Jahre. Das war anhauen, umhauen, abhauen. Ja. So, oder da gab es so Sprüche wie, der Kunde muss die Reibungswärme beim über den Tisch ziehen als Nestwärme empfinden und solche Sachen. Ja, ja. Also das war aber 70er, 80er Jahre. Ja. Da gab es noch mal eine Welle, 89, 90, als die Maueröffnung da war. Da haben die Wessis die Ossis über den Tisch gezogen und haben ihre ganzen alten Waren entsorgt in den Osten. Das war auch damals scheiße, aber in der heutigen Zeit kannst du dir das nicht mehr erlauben. Es würde sofort öffentlich werden. Ich merke, ich habe gerade so viel Interesse und könnte hier voll direkt reinstarten, aber ich glaube, ich muss jetzt hier einen Cut machen. Wenn du zu Audi gehst und du kaufst dir einen Audi Quattro mit Allradantrieb, du kaufst nicht Allradantrieb. Du kaufst entweder, was weiß ich, hier in München kaufst du Anfang November 20 cm Neuschnee, sicher zu Hause ankommen. Oder du kaufst im Frühling Audi Quattro Allradantrieb, weil du bei 230 auf der Autobahn, langgezogene Rechtskurve, es fängt an zu regnen, auf dem Gas bleibst. Aber du kaufst nicht Allradantrieb. Allradantrieb ist das Merkmal, die Produkteigenschaft. Aber was wir kaufen, das ist immer der eigentliche Vorteil daraus. Sicher zu Hause ankommen, Spaß haben auf der Autobahn. Und gerade wir Deutschen sind ja, und guck dir das an, unsere Autos sind weltweit die beliebtesten. Und wie verkaufen wir aber unsere Autos? Du gehst dahin und du bekommst eine Produktschulung. Du bekommst eine Produktschulung, statt dass sie dir nachher sagen, was sind die eigentlichen Vorteile, die Benefits in deinem Alltag mit diesem Wagen. Ich habe nicht die Leute, die mit verschränkten Armen da sitzen. Und ich habe auch zwischen Samstag und Sonntag so gut wie keine Teilnehmer, die wir verlieren, sondern die kommen alle am Sonntag auch wieder. Wenn ich das Ganze an einem Freitag, Samstag mache, verliere ich, egal wie gut ich bin, verliere ich zwischen Freitag und Samstag ziemlich viele Teilnehmer. Warum? Weil das oft geschickte Teilnehmer sind. Wir haben nächste Woche eine Vertriebsoffensive in Wien. Und das ist die 4., die wir in Wien machen. Bei der 2. in Wien haben wir eine Bank dort gehabt. Die Bank, damals war das noch Freitag, Samstag. Die Bank hat 140 Leute geschickt. Am Freitag waren 140 da. Am Samstag waren noch 30 da von dieser Bank. 30. Die 110 anderen sind nicht gekommen. Warum? Ganz einfach. Weil der Chef gesagt hat, passt auf, ich zahle euch die Tickets, aber ihr müsst den Samstag aus eigenem Antrieb investieren. Ihr bekommt dafür keine Freizeitausgleich oder so. Und dann haben die gesagt, ach, das ist geil, gehe ich Freitag hin und muss nicht ins Büro, kriege irgendwie den Tag gut rum und Samstag hat man Hamster-Mums, da habe ich dann irgendeine Ausrede. So, und das mache ich nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Menschen, weil diese Menschen ändern in ihrem Leben nichts. Und meine Mission ist, ich will in den Köpfen dieser Menschen etwas verändern. Sonst brauche ich das nicht. Und deswegen machen wir es Samstag, Sonntag. Und deswegen ist auch die Stimmung und die Menschen, die du dort triffst, das sind ganz besondere. Es gibt viele Seminar-Junkies. Ich bin auch einer. Ich besuche auch weltweit viele Seminare. Aber der entscheidende Punkt ist, was setzt du davon um? Was setzt du davon um? Und das Spannende für mich ist, die meisten Seminare, die ich besuche, sind in den USA. Da ist der Reiseaufwand schon enorm groß. Aber in dem Moment, wo ich da hinreise, sage ich mir selber, ja, du hast jetzt eigentlich keinen Bock mehr und der letzte Vortrag ist jetzt auch nicht der Burner hier, aber du bleibst trotzdem hier sitzen, weil vielleicht kommt in den nächsten 20 Minuten noch irgendein Highlight und du bist extra hier rüber geflogen und du bleibst jetzt hier. Und abends, dann gucke ich auch nicht auf Netflix irgendeine Serie, sondern dann setze ich mich hin und bereite das direkt nach. Also ich habe 95% meiner To-Dos schon delegiert, in dem Moment, wo ich im Rückflug sitze. Dann habe ich mein Team schon damit versorgt und habe gesagt, ich will das und das haben, mach das bitte bis dann und dann. 95% delegiere ich. Vielen Dank. Bei der Vertriebsoffensive gibt es eine Tradition, nämlich am zweiten Tag erzähle ich immer, dass ich gerade auf der Bühne stehe und dass wir Vertriebsoffensive haben und die meisten sind ja neugierig, wie viele Leute kommen dahin, ist überhaupt einer da und dann mache ich so ein Selfie-Video und dann sind
3.000, 4.000 Leute, die alle dann die Arme nach oben reißen und jubeln und so weiter. Mögt ihr mit mir so ein kurzes Video machen hier von euch? Ja? Auf jeden. Okay, gut, warte, dann muss ich das jetzt nicht machen. Was müssen wir machen? Also, du kannst ganz entspannt sitzen bleiben. Also ihr müsst dann in dem Moment, wo ich sage, müsst ihr aufspringen, die Arme hochreißen und einen Moment so tun, als würde es euch gefallen. Ja? So, also 3 Sekunden reicht völlig. Ja? Mehr müsst nicht so. Und vorher leise sein, So. Ja, es gab ja schon lange kein Video mehr von mir, weil wir jetzt gerade aktuell keine Vertriebsoffensive haben. Aber ich bin bei der Awesome People Konferenz. Hier seht ihr so das Logo in München. Und ich bin nicht alleine hier. Sondern es gibt hier eine große Gruppe an begeisterten Menschen. Ja, sagt ihr könnt immer viel erzählen, aber das will ich sehen. Ich zeige es euch. Nämlich jetzt! So geil. Dankeschön. Dankeschön. Der Raum war ein bisschen klein für die vielen Menschen, die da waren. Dementsprechend die Temperatur. Aber jetzt höre ich auf zu stänkern. Es war cool. Es waren gute Fragen, es war eine gute Stimmung. Es waren 3 coole Live-Coachings. Also erstens, die Social-Media-Welt ist eine heile, glückliche Welt. Die wollen Entertainment. Wenn du mit einem schweren Thema kommst, wird das floppen. Also wir haben viele Dinge ausprobiert, auch bei Werbeanzeigen zum Beispiel. Es gibt 2 Hauptkaufmotive. Das eine ist Lust, Liebe, das andere ist Schmerzvermeidung, Angst. Und wenn du im Social Media über Schmerz und Angst gehst, funktioniert es nicht. Das wollen die Leute nicht haben. Die Leute wollen Entertainment haben. Wenn Männer eine Stellenanzeige sehen, da sind 5 Punkte bei, die gefordert sind, was du als Qualifikation mitbringen musst. Und wir Männer sehen dann, dass wir von den 5 einen erfüllen. Bewerben wir uns. Ja klar, logisch. Frauen sehen diese 5 Punkte und erfüllen 4 davon, einen nicht, und bewerben sich nicht, weil sie sagen, dass sie den einen nicht erfüllen. Fang jetzt nicht an, dass du dir noch 5 Trainerausbildungen holst und dass dir noch x Zertifikate und noch ein NLP-Master und bla. Sondern du hast 15 Jahre Erfahrung. Mach dir eine Visitenkarte, mach dir eine Website, schreib drauf, du bist jetzt Vertriebsspezialistin, was auch immer du drauf schreibst. Aber hör auf, noch irgendwie große Kurse und Zertifikate dir zu besorgen. Geh raus, erober die Welt. Okay, super. Super. Wunderbar. Cool. Danke dir, Dirk. Und Sehr vielen gerne. Dank nochmal für die ganzen Tipps. Hat uns mega geholfen. Cool. Und du hast super schnell analysiert, was wir brauchen, weil genau diese kleinen Tricks drumherum, was mit Gewinnspiel und sonst was. Ja. Top. Super. Danke dir vielmals. Attacke, ne? Machen wir auf jeden Attacke. Fall. Dankeschön. Gas. Danke. Also, Ciao. Danke. Dann gehen wir runter, ich trinke das aus. du meinst ja ihr Fehler runter, ne? Weil ich weiß das besser, wo der Raum ist, als ich, weil du gerade gezeigt hast. Ja, danke an der Stelle einfach schon mal am besten Dank, dass du da warst. War ein echt starkes Interview. War witzig, war dynamisch. War echt viel rausnehmen. Habt ihr, glaube ich, einen geilen Vormittag gehabt. Hammer. Ja. Schon mal meine Jacke. Das komplette Interview und die komplette Awesome People Konferenz findest du natürlich unter diesem Video. Haben wir entsprechend einen Link. Ja, klick drauf, melde dich an, guck's dir an, was dich interessiert. Und ich freue mich über ein Feedback zum Video und zu meinem Gesamtinterview. Bin ich neugierig. So, jetzt haben wir was gegessen. Habt ihr Hunger? Ja. Ja, ist doch schön. Dann sind wir hier richtig. Hier beim Mexikaner. Und jetzt gucke ich, dass ich irgendwie in mein Hotelzimmer komme, die Präsentationen noch ein bisschen überarbeite fürs Wochenende, Marketingoffensive. Es ist diesmal alles ein bisschen knapp. Normalerweise plane ich so etwas immer sehr langfristig, aber diesmal ja, muss ich halt heute Abend ein bisschen länger machen. Und die Laura, meine Assistentin, darf dann umsetzen, nämlich die PowerPoint bauen. Und dann freue ich mich aufs Wochenende mit der Marketingoffensive. Liebe Grüße, fette Beute und Attacke. Ich habe das erste Mal einen Volvo. Wieso geht der jetzt wieder auf, wenn ich da dran gehe? Moment, ich mache nochmal zu. Jetzt musst du mal rangehen und gucken, ob er zu ist.
unglaublich. Du musst noch mal gucken. Er hat gerade wieder was geklickt. Hei, hei, hei.